Hallo Leute und willkommen hier bei Oldschool Hauender zu einem weiteren Update in meinem Kürbisexperiment in der Halloween Season 2021. Das letzte Update gab es vor 5 Wochen und in diesen 5 Wochen ist wieder eine ganze Menge passiert. Leider nicht nur Gutes, denn 5 von 6 Kürbissen sind aufgeplatzt. Und im letzten Update hatte ich euch erzählt, wir hatten schlechtes Wetter, wir hatten dann den Wechsel zum guten Wetter, immer so hin und her und die Pflanzen sind schnell gewachsen. Und auch die Früchte sind dadurch schnell gewachsen. Und ich vermute mal, genau hier liegt das Problem. Durch das viele Wasser ist der Kürbis schnell gewachsen und die harte Schale des Kürbis ist mit Wachsen nicht hinterhergekommen und ist deswegen aufgeplatzt. Wie gesagt, ist jetzt mein Versuch, mir das Ganze zu erklären. Ich habe leider noch nicht richtig herausfinden können, warum das so ist. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal brennend interessieren und vor allen Dingen eventuell, was man dagegen tun kann in der Zukunft, um sowas quasi dann zu vermeiden. Denn ich bin bei uns hier in der Gegend nicht der Einzige mit diesem Problem. Ich kenne andere, die haben Kürbis angepflanzt und bei denen sind die Kürbisse auch alle aufgeplatzt. Und die aufgeplatzten Kürbisse waren natürlich ein gefundenes Fressen für die Schnecken. Die haben sich darüber hergemacht und den Kürbis natürlich gleich aufgefressen. Und ich würde sagen, wir gehen mal raus in den Garten und ich zeige euch, wie es dort aussieht. Fangen wir mit den nicht so schönen Nachrichten an. Ich zeige euch mal 2 von den Kürbissen, die hier aufgeplatzt sind. Hier ist der erste, den haben die Schnecken noch nicht ganz vertilgt. Und hier sind die Überreste des zweiten aufgeplatzten Kürbisses. Hier haben die Schnecken schon ganze Arbeit geleistet. Und die anderen aufgeplatzten Kürbisse, die sind alle schon von den Schnecken verputzt. Aber kommen wir jetzt zu guten Nachrichten. Hier ist einer der aufgeplatzten Kürbisse. Der ist interessanterweise weitergewachsen, aber der wächst immer noch weiter. Und hier haben wir den Kürbis nochmal von der anderen Seite. Da kann man den Riss deutlich sehen. Das scheint wie vernarbt zu sein. Ich drücke mal die Daumen, dass der noch weiter wächst. Und jetzt haben wir noch den ganz großen Kürbis. Der Kürbis ist nicht aufgeplatzt, dem geht es wirklich prächtig. Noch ist er ein bisschen grün, wird aber langsam orange. Und hier möchte ich euch mal einen super Tipp geben. Und zwar geht es um das Gestell, das unter dem Kürbis drunter ist. Das ist ein Gestell, das normalerweise für Blumentöpfe drauf ist, um die durch die Gegend zu schieben. Das hatte ich letztes Jahr schon und das sorgt dafür, dass der Kürbis von unten Luft bekommt und damit von unten her nicht verschimmelt. Einziger Nachteil daran ist, ihr habt nachher den Abdruck des Gestells im Kürbis, aber ich denke, das ist zu verkraften, wenn man bedenkt, dass er sonst von unten anfängt zu schimmeln, wenn der auf der Erde liegt. So, und ich habe den Kürbis auch noch einmal vermessen. Der ist 34 cm im Durchmesser, zumindest breit, und in der Höhe ist er auch 33 cm. Also er geht schon ein bisschen mehr in die Breite als in die Höhe. Ihr habt gesehen, wie es draußen im Garten aussieht. Den Pflanzen geht es gut. Die 2 Kürbisse, die noch dran sind, denen geht es auch soweit gut, zumindest hoffe ich das. Der eine sieht ja wirklich sehr gut aus, mit 34 x 34 cm macht er wirklich einen sehr guten Eindruck. Wiegen kann ich den momentan noch nicht, das ist klar. Da bin ich gespannt, wie schwer der am Ende wird. Der eine Kürbis, der aufgeplatzt ist, momentan wächst er noch
Mal schauen, ob das so bleibt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich halte euch da auch auf dem Laufenden, wie das Ganze weitergeht. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem kurzen Update wieder ein paar Einblicke geben, wie das ganze Kürbisexperiment hier bei mir so vorangeht. Und ich freue mich auch schon, euch da auf dem Laufenden zu halten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Aber vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken, damit ihr die Updates hier auf meinem Kanal nicht verpasst. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!